Die meisten Unternehmen werden im Jahr 2027 Unsummen an Geld verbrennen für seelenlose Werbung, wo ihre Zielgruppe einfach so wegscrollt. Und warum? Weil sie den Unterschied zwischen lauter Aufmerksamkeit und echter Relevanz nicht kennen. Heute zeige ich dir das exakte Content-System, mit dem du deine organische Reichweite vervielfachst und planbar hochqualifizierte Leads anziehst. Und das Beste ist, es funktioniert wirklich für jede Branche. Vom Hightech-Startup bis zum alten Industriehaus. Und damit du auch weißt, dass es sich lohnt, um das Video fertig zu schauen, ich habe das System nicht einfach frei erfunden, ich habe es selber wirklich gelebt. Mit genau dieser Strategie und minimalem operativen Aufwand und ohne Team bin ich 2019 zum Foodblogger des Jahres gewählt worden. Budget dafür hatte ich auch keins, dafür sehr viel Hunger, sprichwörtlich. Meinem Hunger und dem intelligenten System habe ich den Erfolg zu verdanken. Das System basiert auf den 3 einfachen Säulen am 3P-System. Das erste ist Proof, also Beweis. Zeig indiskutabel, dass du kompetent bist. Das zweite ist Promise, also Versprechen. Hol die Kunden bei ihrem grössten Wunsch ab und versprich ihnen, dass sie das erreichen. Und das dritte ist der Plan. Wie erreichen wir das Ziel? Zeige ihnen den Fahrplan auf, damit sie genau wissen, was in welcher Phase auf sie zukommt. Das ist auch ein guter Zeitpunkt, um den Zinseszinseffekt vom Content Marketing zu erwähnen. So kann man schon mal klar darstellen, was die Compounding Interests darstellen können. Gehen wir also den Plan mal Schritt für Schritt durch. Alles fängt idealerweise mit der fundamentalen Frage an: Was ist das Hauptproblem deiner Kunden und wie kannst du es lösen? Direkt, persönlich und durch die Blume sprichst du den Schmerzpunkt an. Und genau da startet unsere Content-Maschine. Viele glauben, sie müssen täglich für jeden Social-Media-Kanal neue Inhalte erstellen und das auch noch für jeden Kanal spezifisch. Das ist aber ein ziemlich sicherer Weg ins Burnout, wenn du nicht ein riesiges Team hast. Die Lösung für das Jahr 2027 heisst Smart Distribution. Und so machen wir das smart und effektiv. Wir holen die Experten von deinem Unternehmen an den Tisch und filmen sie. Keine Schauspieler, sondern Menschen, die das Produkt, das ihr an den Mann bringen wollt, in- und auswendig kennen. Wir filmen also ein langes, hochstrukturiertes YouTube-Video, wo wir eure ganze Expertise festhalten. Eigentlich genau so wie das hier. Während dem Videodreh platzieren wir mindestens 3 scharfe Videohooks in diesem Video. Das ist schon die halbe Miete, weil aus dem langen Video destillieren wir nachher Kurzvideos. Das erfordert aber, dass man das Ganze voraus plant und so grobe Stichwörter schon mal festschätzt. Ich würde nicht das ganze Skript vorausschreiben, weil wir sind keine bezahlten Schauspieler und niemand kann sich eine halbe Stunde Monolog merken. Einfach grobe Themen fixen und wichtig, die Reihenfolge und die 3 Hooks für Social Media als Titel für die einzelnen Abschnitte festsetzen. Das stellt sicher, dass du das Maximum aus dem Drehtag rausholst und du sicher die Aufmerksamkeit von deiner Zielgruppe ergatterst. Bei dem Video, wie gesagt, bleiben wir nicht stehen, sondern wir quetschen die Zitrone ganz aus. Da wir jetzt das Videotranskript haben, das heisst, der ganz gesprochene Teil vom Video als Text, benutzen wir das, um einen SEO- und geo-optimierten und auch KI-Suchmaschinen-optimierten Blogpost zu erstellen. Das heisst, ihr werdet organisch über Google-Suchen gefunden in eurem Themenbereich, ihr werdet lokal gefunden in der Umgebung, wo ihr euch befindet, und bei Suchmaschinenanfragen mit KI werdet ihr ebenfalls vorgeschlagen. Dazu bedarf es im Vorhinein auch eine Keyword-Analyse. Dort tendieren die meisten dazu, den Fehler zu machen, dass sie einfach die häufigst gesuchten Keywords verwendet. Die sind aber meistens sehr umkämpft, eher teuer und schwierig zum Ranken. Such stattdessen lieber um mittelmäßig umkämpfte Keywords, die sich mehr in deiner Nische befinden. Die haben meistens nicht ganz so ein hohes Suchvolumen, werden aber von deiner Konkurrenz genau deshalb ignoriert und du kannst viel einfacher ranken und schon mal den ersten Traffic auf deiner Webseite sichern. Nutze auch Longtail-Suchanfragen, das heisst längere Suchanfragen. Also ganze Fragen, ganze Sätze, ganze Statements, die sich deine Kunden im echten Leben wirklich stellen und auch suchen online. Was seit Zeiten von KI sehr gut funktioniert und auch deinen Kunden hilft, ist eine FAQ-Seite, also Frequently Asked Questions, häufig gestellte Fragen von deinen Kunden. Beantworten in einer Sektion auf deiner Webseite genau die. Dort kannst du sehr gut die sogenannten Longtail-Keywords integrieren. Wir packen professionelle Bilder und Videos ebenfalls in den Blogposts, hinterlegen die richtigen Metadaten und das gibt Google und der KI nochmal den richtigen Push bei der Suchanfrage. Jetzt haben wir also das YouTube-Video und den Blogpost. Und aus dem erstellen wir jetzt die 3 Social-Media-Postings. Also mindestens 3 Postings. Man kann die 3 Reels, die wir schon vorbereitet haben im Video, einfach brauchen und posten. Das geht schon um die ersten 3 Posts. Dann kann man aber auch Karussell-Postings daraus machen. Das heißt, man nimmt Screenshots aus dem Video und schreibt Text dazu. Gibt dann mindestens nochmal weitere 3 Posts, wären wir bei 6. Dann kann man Text- und eine Grafikadaption machen. Das heißt, man blendet schöne Grafiken ein oder anstatt das Bild nimmt man eine Grafik mit Illustration, wo das Thema noch ein bisschen rund zusammenfasst und auf einen Blick klar macht, um was es geht. Und auch klassische Einbild-Postings funktionieren immer noch sehr gut und helfen, die ganze Story abzurunden. So kannst du sehr gut mit dem einen YouTube-Video, das du im Voraus geplant hast, 9 Postings generieren und bist für eine ganze Woche und sogar mehr safe. Fast alle KMUs kennen den Content-Marketing-Trick nicht. Es ist ein unkonventioneller Tipp, aber benutze Reddit. Und glaube, auf Reddit gibt es zu jedem Thema ein Subreddit zu genau deiner Nische. Sei es spezielle Glasfaserkabel im Datacenter-Bereich oder auch Specialty Coffee. Du findest einfach alles. Du kannst dort Fragen von der Community beantworten, selber Beiträge schreiben und etwas dazu beitragen. Oder auch die Community dort fragen, wenn du dir nicht sicher bist, in welche Richtung du ein gewisses Thema lenken willst.
Und du fragst jetzt, wieso das machen? Erstens, du lernst direkt von der Community, du bist am Zahn von der Zeit. Und zweitens, viel wichtiger, mega oft nutzt KI Reddit als Quelle. Das heißt, wenn KI ein Thema sucht, um jemandem die richtige Antwort vorzuschlagen, scannt sie Reddit. Und wenn dein Unternehmen dort aktiv ist, wird es dein Unternehmen auch als Experte vorschlagen. Und jetzt hast du schon ein kleines System aufgesetzt, das du jeden Monat wiederholen kannst. Das heisst, jeden Monat hast du einen neuen Blogpost, neue Social-Media-Beiträge und alles, was du dafür investieren musst, ist ein halber Tag von deiner Zeit. So kannst du den Schneeball schon mal langsam ins Rollen bringen. Wenn du aber einen Kickstart willst, kannst du das Ganze noch mit einer Paid-Ad-Kampagne unterstützen. Ich weiss genau, welche Ausrede du jetzt vielleicht im Kopf hast. Lass dir direkt aus dem Weg rum. Ausrede Nummer 1, die ich sehr oft höre, in meinem Unternehmen will doch niemand vor der Kamera stehen. Völlig verständlich, völlig legitim. Nicht jeder ist fürs Rampenlicht geboren und nicht jeder sucht das Rampenlicht. Aber da musst du auch nicht zwingend unbedingt. Vor allem so Face-to-Kamera ist oft sehr schwierig. Da gibt es einen einfachen Trick, nutze Dokumentarstyle. Film eure Arbeit im Hintergrund, wie ihr arbeitet, was ihr arbeitet und zeigt die Leute ein bisschen hinter der Kulisse, ohne dass sie direkt in die Kamera reden. Zeig vorher Nachher-Aufnahmen von zufriedenen Kunden. Du kannst auch reine Animationen brauchen, was mittlerweile einfacher ist und ein bisschen günstiger ist zum selber machen mit KI, oder du hast einen Animateur. Oder nutze reine Detailaufnahmen von Handwerk, von der Dienstleistung oder vom Produkt, das du hast, und mach es mit einem Voice-Over. Inhalt aus dem echten Leben schlägt jedes Schauspieltalent. Ausrede Nummer 2, die ich oft höre, ist, ich habe kein gutes Video-Equipment und habe auch gar keine Ahnung vom Videoschnitt. Wir schreiben bald das Jahr 2027. Mit einem einfachen Smartphone und einfachen Apps wie zum Beispiel CapCut und der Unterstützung von KI gibt es für das absolut keine Ausrede mehr. Die Technik ist demokratisiert. Du findest alle Informationen auf YouTube, kannst du Tutorials anschauen. Diese Ausrede lasse ich nicht mehr zählen. Ausrede Nummer 3, die im Laufe des Prozesses meistens fällt, ist, uns sind Themen ausgegangen, wir haben keine Themen mehr, uns fehlen Ideen. Frag dich doch einfach, worüber redest du täglich? Mach dir Notizen von deinen Meetings, mit wem unterhaltest du dich mit deinen Mitarbeitenden, aber noch viel wichtiger, worüber unterhaltest du dich mit deinen Kunden? Mach dir einfach im OneNote oder Apple Notizen-App ein separates File, wo du einfach deinen Tag ein bisschen dokumentierst. Wenn du ein spannendes Mail beantwortest, dann schreibst du das dort rein, kannst du die FAQs reinnehmen vielleicht. Wenn du ein spannendes Telefonat hast mit einem Kunden, dann ebenfalls dort reinschreiben. Das ist das beste Ideenfindungstool ever. Aber nicht dort Zweifel so schnell wie handeln. Darum zeigen wir euch jetzt ein Praxisbeispiel. Sagen wir nehmen ein klassisches Ostschweizer Metallbauunternehmen mit etwa 18 Mitarbeitenden. Die schmerzhafte Ausgangslage des Metallbaubetriebs ist, sie haben teure, hochmoderne Trumpf-Abkampfmaschinen oder Lasermaschinen oder sogar beides, die im Zweischichtbetrieb aktuell nur 70% ausgelastet ist. Gleichzeitig hat das Unternehmen vielleicht auch noch hochqualifizierte und zertifizierte Schweißer und Schweißerinnen, aber es fehlen ihnen schlichtweg die passenden Aufträge, um sie auszulasten. Meistens wird bisher bei so einem Betrieb kein aktives Marketing betrieben und das passive Marketing ist noch nie strategisch angegangen worden. Weißt du den Unterschied zwischen aktivem und passivem Marketing? Aktiv bedeutet, du rennst am Markt hinein an. Aktive Akquise, du machst Paid Ads, du bist aktiv etwas am Arbeiten und schaust, dass du vor die Augen von deiner Zielgruppe kommst. Passives Marketing ist das Content Marketing, das ich vorher beschrieben habe. Du baust dir deine digitale Anziehungskraft auf und die Leute kommen organisch, das heisst, ohne dass du aktiv etwas machst, auf dich zu. Aktuell haben die meisten Metallbaubuden einen aktiven Google Maps-Eintrag, der solid ist. Sie haben eine solide Webseite, wo man sieht, wer dort arbeitet, über die Uns-Seite, eine Kontaktseite, vielleicht sogar ein kleines Portfolio. Und das ist alles schon ein netter Anfang, aber im aktuellen B2B-Markt geht das schnell unter. Und da setzen wir unseren Hebel an. Wir führen eine Blogpost-Sektion auf der Webseite. Das kann innerhalb des Portfolios passieren, da passt es meistens am besten. Und füttern die Webseite so regelmäßig mit suchmaschinenoptimierten Beiträgen. Zum Beispiel kann man auch anfangen mit gelösten Kundenproblemen, Erfolgsgeschichten von grossen Projekten und auch Projekten mit regionalem Einfluss. Parallel dazu veröffentlichen wir unsere YouTube-Videos, wo eure Experten, wenn sie Lust haben, vor der Kamera erklären, wie sie das Projekt angegangen sind und wie sie das Projekt abgeschlossen haben und was währenddessen passiert ist. Für das brauchst du lediglich ein paar Aufnahmen, wo über direkte Kamera spricht, nichts Aufwendiges und ein paar Aufnahmen vom fertigen Produkt und vielleicht sogar noch etwas vom Prozess, den du mitnehmen kannst. Im Idealfall hast du sogar noch Statements von deinen zufriedenen Kunden, die auch noch etwas sagen, und dann hast du schon das perfekte Testimonial ebenfalls integriert. Das ist die absolute Goldgrube für die organische Google-Suche. Aus diesen Videos kreieren wir dann die wöchentlichen Social-Media-Postings, die dir ebenfalls wieder organische Reichweite geben. Und jetzt kommt das Spannende, der Zinseszinseffekt oder Compounding Interest. Aber die hart, nackt mathematische Realität ist, in den ersten 2-3 Monaten wird wahrscheinlich fast gar nicht passieren. Und das ist völlig normal. Stell dir das vor wie mit der dritten Säule. Wenn du jeden Monat einfach 300 Franken dort investierst, wirst du nicht grossartig von den Zinsen im ersten Jahr profitieren. Wenn du es aber auf 60 Jahre bis in der Pension ausrechnest, wirst du sehr wohl genau von diesen Zinsen profitieren und eine riesige Summe auf dem Konto haben. Content Marketing ist genau das, nur mit einem viel besseren Zinssatz, als Banken sie jemals geben würden. Sag mir zum Beispiel, du tust jeden Monat nur einen Blogpost veröffentlichen. Und der Blogpost sagt mir einfach, weil es einfacher ist, zum Rechnen ZEP-Sucher anzusuchen. Da Anzahl Blogs, einer pro Monat, je ZEP-Suchende. Und dann merkst du schnell, wie das exponentiell aufgeht.
Und das nennt sich Zinseszinseffekt oder Compounding Interest. Und genau das wollen wir erreichen. Im Idealfall kommen schon nach 2 Monaten Projektleiter, Bauherren oder Einkäufer, die aktiv online nach Lösungen suchen, auf euch zu. Die ersten qualifizierten Kontaktanfragen erreichen dich völlig automatisch per E-Mail oder per Telefon, während du dich ganz entspannt auf dein operative Tagesgeschäft fokussierst, abgesehen von dem halben Tag, wo du investierst für genau das. Durch die moderne Webseite und Social-Media-Auftritt steigerst du die Sichtbarkeit von deiner Kompetenz und die regionale Sichtbarkeit. Du löst die richtigen Emotionen bei den richtigen Entscheidern zum richtigen Zeitpunkt aus. Die Folge davon ist, die offenen Stellen, die du hast, werden schneller besetzt, allgemeine Vertrauen in deine Marke, in dein Unternehmen steigt und die Auslastung von deinen teuren Maschinen und Schweißerinnen und Schweißer ist wieder gewährleistet. Und zudem auch wieder langfristig planbar. Wie vorher schon erwähnt, kannst du das Ganze noch mit einer schlanken Paid-Ads-Kampagne begleiten und das Ganze kickstarten und boosten. Dabei benutzen wir den Funnel of Awareness, das heisst die verschiedenen Bewusstseinsstufen, um dein Budget ganz sicher nicht sinnlos zu verbrennen. Das Ganze sieht so aus. Pain Aware. Das heisst, sie wissen, wo ihr Schmerz liegt. Der Einkäufer hat Probleme, die Unternehmen mit dem richtigen Schweißzertifikat zu finden oder mit der richtigen Abkant- und Lasermaschine zu finden, um sein Projekt zu realisieren. Einfach als Beispiel. Oder einfach den richtigen Dienstleister zu finden, der seinen Auftrag zielführend und toleranzgenau ausfüllen kann. Die zweite Stufe ist Product Aware. Das heisst, der Einkäufer, Projektleiter, Bauherr ist sich sehr wohl bewusst, welche Angebote es gibt. Das heisst, er kennt verschiedene Dienstleister aus der Region, er weiß, welche was ausführen. Unser Ziel auf dieser Ebene ist, ihm zu zeigen, warum der Metallbaubetrieb der richtige für ihn ist und warum er sich von den anderen abhebt. Und dann zum Schluss Offer Aware. Deine potenziellen Kunden wissen genau, welche Angebote es gibt, welche Produkte es gibt, wie viel das sie kostet bei den einzelnen Leuten. Und wie du siehst, ist das zuunterst im Funnel. Das heisst, dort hast du die qualifiziertesten Leads sozusagen, sind aber auch die am härtesten umkämpften. Das heisst, wenn man hier Paid Ads schaltet in diesem Bereich, wird man eher mehr zahlen pro Klick. In dieser Ebene wollen wir zeigen, warum dieses Angebot unschlagbar ist. Sei es Qualität, Geschwindigkeit, Diversität oder auch alles zusammen. Das müssen wir dort hervorheben. Und wie man sieht, macht es Sinn, zum diverse Ads zu schalten. Das heisst, da befindet sich ein grösserer Pool von Leuten. Man wird aber auch wahrscheinlich mehr unqualifizierte Leute ansprechen. Das Gleiche da und das Ganze wird dann immer enger. Da wird man ein bisschen weniger Cost per Klick, also Kosten pro Klick generieren. Und je tiefer das man runtergeht und desto schmaler und kleiner deine Zielgruppe wird und desto qualifizierter, desto mehr zahlt man schlussendlich auch, dass die Leute draufklicken. Es macht aber definitiv Sinn, an einem gewissen Punkt um in die breite Masse zu investieren, weil dort ist man dann schon ein bisschen früher im Funnel drin und ist der Konkurrenz einen Schritt voraus. Fassen wir die Content-Strategie zum Schluss noch mal kurz zusammen. Anfangen wir mit einem langen YouTube-Video, wo wir vorher planen, kurz 3 bis 4 Themen grob besprechen, über die ihr reden wollt, wo ihr wisst, dass das ein Schmerzpunkt bei eurer Zielgruppe ist. Das heisst vielleicht toleranzgenaue Werkstücke in einem Metallbaubetrieb, gewisse Zertifikate, die ihr erfüllen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr einen grossen Kunden als Metallbaubetrieb, wie zum Beispiel die Stadlerei anziehen wollt, müsst ihr gewisse Zertifikate erfüllen, weil im öffentlichen Verkehr ist die Sicherheit gross und alles muss rückverfolgbar sein. Der nächste Step ist Reels und Shorts daraus machen. Mit den 3 bis 5 Themen, die du im Video definiert hast, sind die Reels und Shorts schon vorprogrammiert. Das heisst, im Video redet ihr vielleicht über eure Schweißkompetenz, das ist ein Thema. Im zweiten Video redet ihr vielleicht über eure Abkantmaschine, die automatisiert eine gewisse Stückzahl pro Stunde erfüllen kann. Und der dritte Punkt ist, wie toleranzgenau eure Lasermaschine ist zum Beispiel. Dann habt ihr schon mal die 3 Themen festgelegt. Ihr habt ein Video über eure Lasermaschine, Abkantmaschine und eure Schweißzertifikate. Und all das ist im langen Video kombiniert. Aber ihr habt auch jeweils ein kurzes Video davon. Und das Transkript von dem Ganzen, das heisst der gesprochene Text, zusammen mit einer tiefen Keyword-Analyse führt zum ersten Blogpost. Und genau der Blogpost wird da innerhalb der ersten 2-3 Monate schon erste Klicks auf der Webseite bescheren. Aus dem heraus entstehen auch die ersten 2 Wochen Social-Media-Content, wo ihr ganz einfach organisch eure Zielgruppe dort erreicht, wo sie stattfindet. Zum Beispiel als Metallbaubetrieb würde ich auf LinkedIn posten, weil dort wahrscheinlich die Einkäufer, die Bauherren und Projektleiter unterwegs sind. Immer aber auch gut, um alle anderen Plattformen mitzunehmen. Wenn man die Inhalte schon erstellt hat, schadet es nichts, zum auch noch auf LinkedIn, YouTube Kurzvideos, Instagram und Facebook das Ganze zu stylen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es die richtigen Leute erreicht, ist durch die aktuellen und modernen Algorithmen sehr hoch. Und was ich nicht als Social Media bezeichnen würde, aber separat drauf nehmen würde, ist Reddit. Und ja, ich weiss, der Begriff soziale Medien, das Ziel ist, dass man dort eine Community aufbaut. Auf Reddit existiert die Community aber schon und du kannst dort deinen Senf dazugeben. Du kannst dich mit der Community unterhalten, du bist am Zahn der Zeit in deiner Branche. Du erfährst dort, was gerade die heißen Themen sind, kannst dazu beitragen, kannst Fragen stellen, kannst dazu lernen. Und KI braucht das hauptsächlich als Quelle, wenn jemand eine Suchanfrage stellt und schlägt dann dich vor als Experte der Branche.
Und das Gute daran ist, das Ganze ist im Kreislauf. Mach das einmal im Monat und du wirst schon nach einem halben Jahr einen riesigen Unterschied merken. Ebenfalls ein Vorteil von genau dieser Strategie ist, außer den halben Tag Zeit, die du investierst, brauchst du gar kein Budget. Wenn du das Ganze noch mit einer Paid-Ads-Kampagne unterstützen willst, was völlig optional ist am Anfang, ich verstehe es, wenn man kein Budget in etwas investieren will, wo man noch nicht sieht, dass es funktioniert, bei sich selber, dann kannst du das Ganze aber nochmal kickstarten. Und ja, der Schritt ist am Anfang vielleicht anspruchsvoll, vor allem wenn man keinen Content gemacht hat zu dem System. Das ist aber so ein Basic-Schritt, wo jeder und jede machen kann. Und das Pareto-Prinzip mit 20% von deinen Ressourcen 80% der Ergebnisse liefert. Wenn der Schritt aber nach wie vor zu gross für dich klingt, unterstützen wir bei Studie Hanselmann dich persönlich dabei. Du musst also gar keine Gedanken machen über die Strategie, was du sagen willst, sondern das erledigen alles wir für euch. Im 164 Quadratmeter grossen Studio in St. Gallen am Haldenhof 3 verbinden wir unsere Marketing-Expertise mit hocheffizienter Content-Produktion. Wir haben zum Beispiel den erprobten Corporate Content Day, wo wir genau das einmal pro Monat machen. Wir investieren aber den ganzen Tag und dann haben wir einen Monat lang komplett Ruhe vom Marketing. Und durch den Zinseszinseffekt werden wir in einem halben Jahr einen sehr grossen, spürbaren Unterschied merken. Und das ganze Fundament geben wir so wie hier euch mit auf den Weg. Das heisst, und nach diesen 6 Monaten Zusammenarbeit das Gefühl habt, ihr könnt das auch selber machen, dann helfen wir euch auch dort sehr gerne dabei. Wir wollen, dass euer Erfolg nachhaltig ist und dass ihr auch selber dafür verantwortlich sein könnt. Wir liefern ein dokumentiertes, funktionierendes System, das euch nachhaltig Ergebnisse liefert und nachhaltig für euch mitschafft. Und wenn du bis dahin das Video geschaut hast, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Das heisst ziemlich sicher, dass du Content Marketing spannend findest. Und wenn du Content Marketing gerne machst und spannend findest, dann wirst du unseren ersten Workshop lieben. Nicht nur, weil er komplett kostenlos ist, sondern weil er dort lokal in St. Gallen stattfindet. Und du bekommst in 3 Stunden die kompakten Basics, die ich dir dort erklärt habe, mit auf den Weg über. Das heisst, wie baust du ein langes YouTube-Video, also Geschichten dahinter auf, textmäßig, wie definierst du Themen an, wichtig auch und sehr Praxis nach, wie filmst du mit dem Handy oder mit dem Equipment, das du zur Verfügung hast, die besten Ergebnisse, Tonqualität, Basic-Videoschnitt und KI-Tools, die dir dabei helfen. Und das Ganze hier im Studio Hanselmann am Haldenhof 3 in St. Gallen mit Specialty Coffee und feinem Zmorgen. Aber das Ganze ist auf 12 Plätze limitiert, also schnell sein. Der schneller ist der geschwinder und den Link findest du in der Beschreibung.